Leute, ich kann euch sagen, warum kannte ich den Trick beim Brotbacken noch nicht vorher? Aber es ist anscheinend wirklich so, man lernt nie aus, egal wie alt man ist, ne? Und es geht diesmal auch so schnell, da musste ich schon den Ofen vorheizen auf 220 Grad Ober-Unterhitze. Und auch ganz wichtig, ein kleines Schüsselchen Wasser ohne reinstellen. Mehl brauchen wir natürlich auch. Hier habe ich ja 550er Weizenmehl und ein bisschen Dinkel-Vollkornmehl. Ihr könnt natürlich die Mehlmischungen auch machen, wie ihr wollt. Dann habe ich noch ein bisschen 630er Dinkelmehl und das Rezept und die genauen Mengen, das findet ihr ja, wie gesagt, immer alles unten in der Videobeschreibung. Ne? Dann brauchen wir noch ein bisschen Salz, eine Trockenhefe und ein bisschen Brotgewürz, weil das macht es natürlich noch mal extra oberlecker. Ne? Und dann müssen wir uns als nächstes gleich ein bisschen Wasser anwärmen. Und wenn man mal vergessen hat, ein Brot zu kaufen, das geht so schnell einmalig, kann ich euch sagen. Und die Joanna macht natürlich immer gerne den Fingertest mit dem Wasser, dass es auch schön lauwarm ist. Sauber sind die Hände, aber schau mal, hier habe ich auch einen Fingertest gemacht. Da wollte ich mal wissen, wie das so ist, wenn man sich in die Finger schneidet. Ne? Und jetzt kommt auch schon gleich das kleine Geheimnis. Ne? Und zwar geben wir jetzt in das lauwarme Wasser einen kleinen Schluck Essig, Leute. Und das ist nämlich der Tricks. Weil der Essig sorgt dafür, dass man bei kurz gebackenen Brote, die halt nicht gehen müssen, diesen Hefegeschmack so ein bisschen neutralisieren. Ne? Und es ist auch super, es verlängert nämlich die Haltbarkeit. Und das geben wir jetzt unter Rühren vorsichtig dazu. So, guck, und so schnell geht es. Und da ist der Teig fertig. Und wenn der sich so richtig schön vom Schüsselrand löst, ist er genau richtig. Und dann brauche ich jetzt mein Töpfle. Da könnt ihr natürlich auch eine Auflaufform nehmen oder auch einen Römertopf. Egal, muss halt feuerfest sein. Auch die Griffe bis 230 Grad ist meiner hier. Ich verlinke euch nochmal alles unten in der Infobox. Und da tun wir unten einfach so ein bisschen Mehl reinstreuen. Und dann brauche ich meinen Teigbatze und da tun wir gar nicht groß knete, den tun wir einfach so ein bisschen hübsch in runde formen und dann legen wir den da rein und dann tun wir oben noch ein bisschen Eischneide, einfach mit der Schere, heute mal ein bisschen anders Muster, 1, 2, 3, bisschen Mehl drüber streue, das sieht ja auch immer so besonders schön aus, ne? Und schon ist es fertig und muss in den Ofen. 40 Minuten sind jetzt fast schon um. Jetzt drehen wir den Ofen mal runter auf 200 Grad und nehmen das Wasserschüsselchen raus. Schwieriges Wort, Joanna. Und dann backen wir noch mal 25 Minuten weiter. Ist das heiß. Und jetzt nehmen wir es mal da raus aus dem Topf, das schneller abkühlt. Und dazu nehme ich immer ein paar saubere Topflappen. Und da gibt es auch noch Tricks. Gucke mal. Wenn man da drauf klopft und es klingt schön hohl, dann ist es durch. Und jetzt lassen wir es hier auf dem Abkühlgitter liegen und noch ein bisschen auskühlen. Und dann können wir es gleich anschneiden. Mensch, du ist das knusprig. Schau nach hier, einmalig kann ich das sagen. Jetzt hatte Joanna wieder schief geschnitten. Wie soll es auch anders sein? Aber herrlich, das riecht gar nicht nach Hefe und schmeckt auch nicht nach Essig. Also macht's unbedingt nach. Ciao, macht's gut.